Wohnmobil- und Autofahrer, aufgepasst. Eine neue Betrugsmasche nutzt deine Tierliebe aus. Ich erkläre dir, wie das vonstatten geht und was du dagegen tun kannst. Hallo, ich bin Tom. Die neue Betrugsmasche, die Kätzchenmasche, wo ist die schon aufgetaucht? Tatsächlich ist die das erste Mal 2023 in Deutschland gemeldet worden. Mittlerweile gibt es aber Berichte und Warnungen aus folgenden Ländern: aus Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, den Niederlanden und Belgien. Es ist zu vermuten, dass sich diese Masche in ganz Europa ausbreiten wird, weil sie schon sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Warum die so gut funktioniert, erkläre ich nachher noch. Jetzt gehen wir erstmal dazu über, was ist die Kätzchenmasche, was passiert da genau? Stell dir vor, du fährst mit deinem Wohnmobil, mit deinem Auto. Entweder bist du auf einem Parkplatz und willst gerade losfahren, oder du stehst sogar an einer Kreuzung, es ist viel los, viel Verkehr und plötzlich klopft es an dein Fenster, an der Beifahrerseite meistens, und eine junge Frau oder ein Kind oder beides zusammenstehen am Fenster und sagen dir: Achtung, nicht losfahren, wir haben gerade ein Kätzchen unter deinem Auto gesehen. Guck doch mal bitte nach, dass du das arme Kätzchen nicht überfährst. Und was macht man in der Regel? Man steigt aus, guckt unterm Auto nach, und wenn man skeptisch ist, dann sagen: ja, wir helfen dir auch, wir gucken, und dann kriechen die schon unterm Auto rum, und dann willst du natürlich auch nicht, dass ein Kind unter deinem Auto rumkriecht. Dann gehst du hin und guckst auch mit, und in diesem Moment, in dem du so abgelenkt bist, einmal von dieser Geschichte und natürlich von den Dingen, die um dein Auto, unter deinem Auto geschehen, in dem Moment greifen die Komplizen zu, gucken in dein Auto, gehen sogar in dein Auto rein, wenn du alleine unterwegs bist, und versuchen alles, was nicht nagelfest ist und was irgendwie wertvoll sein könnte, sich zu grapschen, und sind schon weg, bevor du unter dem Auto wieder auftauchst. Warum funktioniert die Masche so gut? Da gibt es eigentlich 4 Punkte. Punkt Nummer 1 ist die Tierliebe. Viele von uns haben einfach einen wunden Punkt, wenn es um Tiere geht, um eine rührselige Geschichte über ein Katzenbaby unterm Auto. Da sagt man nicht einfach: hey, verzieh dich, ich habe keine Lust, geh weg, ich fahre jetzt einfach weiter. Nee, man hat immer: es könnte ja sein, es stimmt. Und ich kann jetzt kein armes Kätzchen überfahren, und in Anwesenheit von einem Kind sogar. Das ist so dieses Tierliebe-Ding. Dann ist die schiere Höflichkeit. Wenn eine Frau oder ein Kind dich um etwas bittet, ganz lieb und freundlich und nett, dann diese Bitte abzuschlagen, ist sehr schwer, und viele geben dann dem Impuls nach, einfach zu helfen. Weil es könnte ja sein, das stimmt, und dann muss ich ja helfen. Ich kann ja nicht einfach abhauen. Punkt Nummer 3 ist der Zeitdruck. In so einer Stresssituation, womöglich eine Ampel, oder hinter dir sind schon Autos am Ein- und Ausparken und du musst unbedingt weiter. Dann machst du das, was in diesem Moment deinem Unterbewusstsein am logischsten vorkommt, nämlich schnell nachgucken. Dann ist das Thema erledigt, keine großen Diskussionen. Und auch dieser Stressfaktor ist ein Punkt, der natürlich ausgenutzt wird. Dann das Ganze dient natürlich der Ablenkung, eine rührselige Geschichte und dieses Bild im Kopf von dem Kätzchen unter deinem Auto. Du bist komplett abgelenkt. Wenn du von diesem Trick noch nichts gehört hast, dann verknüpft dein Gehirn nicht: Katze, Trick, das ist bestimmt, wollen die mich ausrauben. Nee, dein Gehirn sagt dir: oh, eine arme Katze, und du bist mit den Gedanken nur bei der Sache, aber nicht bei deinem Auto oder bei dem Gedanken, es könnte jetzt irgendwas passieren. Und diese Ablenkung ist perfekt, weil diese Ablenkung, also diese Geschichte und diese Tiergeschichte, es kann ja auch ein Hundewelpe sein oder sonst, aber Katzenbaby ist das Wahrscheinlichste, weil so ist es bisher auch immer passiert schon. Die rührt ja deinen Beschützerinstinkt. Ein kleines Katzenbaby, was gibt's denn Schöneres, und will man nicht mehr beschützen als das? Und das ist dieser Trick, und warum auch wahrscheinlich dieser Trick sehr erfolgreich werden wird und auch sehr oft angewendet werden wird in Europa, weil es einfach funktioniert und der Aufwand sehr gering ist natürlich. Wie kann man sich schützen? Naja, klar, sei skeptisch. Glaube Menschen nicht, die dir irgendwas ins Auto erzählen, egal wie nett und freundlich und süß und jung und klein und groß und was weiß ich sie sind, lass es einfach bleiben. Lass das Fenster unten am besten sogar und sage: nein, danke, tschüss. Und dann fährst du einfach weiter.
Ist natürlich tatsächlich brutal, wenn man sich vorstellt, was sein könnte, weil es könnte ja wahr sein, aber ist es ja nicht, ist ja Quatsch. Ist es irgendjemand von euch schon mal passiert, dass tatsächlich ein Katzenbaby unter eurem Auto war und dass das aber zufällig jemand gesehen hat und es euch gesagt hat? Nee, weil sowas kommt nicht vor. Das ist einfach eine rührselige Geschichte, die genutzt wird. Also einfach Auto zulassen und weiterfahren, ignorieren. Und für den Fall, dass ihr doch mal Opfer werdet und dass ihr doch mal in die Situation kommt, dass vielleicht einer in euer Auto einsteigt und versucht, irgendwas zu klauen, verstaut eure Wertsachen so, dass die nicht sofort drankommen. Schließt das Handschuhfach ab. Die allermeisten Handschuhfächer sind ja abschließbar. Oder versteckt eure Wertsachen beim Ersatzreifen oder irgendwo im Auto, wo man nicht einfach schnell einen Zugriff hat. Was tun, wenn es dir schon mal passiert ist? Also wenn du die Geschichte gehört hast und ich sag jetzt drauf reingefallen bist, weil du einfach es nicht geschafft hast, einfach weiterzufahren und du bist ausgeraubt worden, fahr nicht einfach weiter und sag, ja, ist halt so passiert, sondern ruf die Polizei. Einmal deswegen, dass dieser Fall aufgenommen wird, dass publik wird, dass der in dieser Gegend, wo dir das passiert ist, dass er vielleicht sogar auch in der Zeitung und so weiter genannt wird, damit andere gewarnt sind. Und zweitens, auch ganz wichtig, solche Banden werden immer mal geschnappt. In Deutschland zum Beispiel 2023 wurde eine Bande geschnappt, die das so durchgezogen hat. Und vielleicht hast du Glück und ein paar deiner Sachen, deine Ausweise, sonst irgendwas, sind noch bei denen zu finden und du bekommst die Sachen wieder. Das geht natürlich nur, wenn du vorher die Anzeige gemacht hast und bekannt ist, dass es deine Sachen sind. Okay, beim Ausweis gebe ich zu, da steht es drauf, aber nicht bei allen Sachen. Deswegen, eine Anzeige ist immer gut. Letzten Endes ist der Kätzchentrick wie alle anderen Tricks, es dient der Ablenkung. Du sollst einfach von der Sache selbst, nicht vom Autofahren und von deinem Auto abgelenkt werden. Am besten so emotional abgelenkt werden, dass du gar nicht mehr klar denkst und in dem Moment wirst du beraubt. Wenn du die Geschichte aber schon mal gehört hast und du quasi innerlich schon so die Einstellung hast, hey, Achtung, da könnte jetzt was im Busch sein, dann bist du da schon gefeit vor, weil so toll ist der Trick nicht, dass du dann nicht einfach den unterbinden kannst und abhauen kannst. Fazit: Die Kätzchenmasche ist eine perfide Methode, deine Tierliebe und deine Freundlichkeit, deine Höflichkeit auszunutzen. Wenn du sie aber schon mal gehört hast, wie die Methode vonstatten geht, dann wird dir nichts passieren. Warne auch deine Freunde und Bekannte davor und schon haben wir ein paar Gaunern das Leben schwerer gemacht. Das war's schon. Ich danke dir. Bitte like das Video, abonniere den Kanal. Mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.